Dieses Video wird präsentiert von Fantasy Inn. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. In der heutigen Folge basteln wir solche Reisfelder. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute bauen wir mal ein paar Reisfelder und zwar genau diese hier. Ich habe 4 Stück gemacht, weil mehr brauchen wir für unsere Spielfläche nicht. Aber es ist natürlich auch ein ganz typisches Geländeelement, wenn wir irgendwo in Vietnam unterwegs sind. Von daher dachte ich, okay, wir bauen mal ein paar Reisfelder, ganz schnell, ganz einfach. Und ja, was braucht ihr dafür? Ihr braucht ein bisschen Plastikat, ihr braucht ein bisschen Erde, Sand, ihr braucht ein bisschen Turf oder Grasstreu. Ihr braucht auf jeden Fall Grasstreu für die Reisfelder an sich, beziehungsweise da kann man, glaube ich, auch ganz gut mit Tafts arbeiten. Und ihr braucht irgendwas, um Wasser darzustellen. Ich habe tatsächlich mit Epoxidharz gegossen. Ihr könnt natürlich aber auch eine Wasserpaste nehmen oder ein Stillwater von AK oder Vallejo. Da gibt es ja inzwischen auch einige Sorten. Ich habe mich für Epoxidharz entschieden. Ist ein bisschen schief gegangen, weil es ein bisschen übergelaufen ist. Sieht man jetzt nicht mehr, weil der Rand ist jetzt natürlich gut kaschiert. Ja, aber das sind wirklich ganz einfache Geschichten, die man so machen kann. Das geht sicherlich auch viel, viel schöner, aber wie gesagt, ich habe ja schon mehrfach gesagt, für dieses Gelände muss es einfach schnell sein, weil wir brauchen halt das nur für 2, 3 Szenarien für unsere Spiele und dann wird es wahrscheinlich auch erstmal wieder eingemottet werden. So, aber ich würde sagen, wir gehen direkt ins Video rein und ich zeige euch, wie man das ganz schnell und einfach bastelt.
Ja, jetzt werden sich einige von euch sicher fragen, warum hast du da eigentlich Gipsbinde genommen? Ist ja eigentlich völliger Quatsch so, braucht man ja jetzt nicht, dauert ja auch voll lange. Nee, ihr werdet wahrscheinlich länger brauchen, wenn ihr das nicht macht. Ich nutze die Gipsbinde zum einen, um erstmal Struktur zu erzeugen. Also wir haben jetzt hier schon mal eine Struktur bekommen, weil ihr einfach dieses, ich kann es jetzt noch nicht umdrehen, aber wir haben halt einfach dieses glatte Plastikkart. Und das ist halt auch super schwierig mit Leim, Farbe. Ihr habt dort diesen Lotus-Effekt. Das heißt, das zieht sich immer wieder auseinander. Im Endeffekt werdet ihr dann doch länger brauchen, weil ihr viele Schichten Farben aufbringen müsst. Außer bei einer Sprühdose, da wird es sofort decken. Das ist kein Problem. Aber so wie ich es jetzt gemacht habe, ganz normal hier mit den Earth Color, ihr könnt auch jede andere Acrylfarbe dafür nehmen, werdet ihr lange dafür brauchen, wenn ihr es mit dem Pinsel auftragt. Airbrush, Sprühdose, das wird sicher schneller natürlich funktionieren. Aber trotzdem habt ihr immer noch eine glatte Oberfläche und dort werdet ihr dann Probleme spätestens beim Leim bekommen. Und da zieht sich das auseinander. Ihr müsst dann wieder Sand drauf machen, neuen Kleber drauf, wieder Sand. Und im Endeffekt wird das einfach dann wahrscheinlich genauso lange dauern. Und ich habe hier aber gleichzeitig Struktur erzeugt. Bin einfach nochmal safe für unseren Wasserrand. Es ist einfach komplett abgedichtet, der komplette Rand, weil wir gleich noch ein bisschen mit Epoxidharz arbeiten werden. Und von daher, ja, und wir haben einfach schon mal ein bisschen Struktur. Und diese Struktur ist einfach dafür da, dass es einfach der Kleber dann auch gleich viel, viel besser hält. Das heißt, wir werden das Ganze gleich mit Weißleim einstreichen. Und dann durch diese Rillen und so weiter hat der Kleber einfach Fläche, wo er reingreifen kann. Und von daher wird das auf jeden Fall gleich viel, viel besser laufen, als wenn wir jetzt blankes Styrodur und blankes Plastikkart hätten. Ich lasse das jetzt noch kurz ein bisschen trocknen. Ich werde da mit dem Föhn ein bisschen noch nachhelfen. Dann habe ich das gleich trocken und kann gleich noch den Sand drauf machen. Für den Sand nutze ich einfach genau die gleiche Mischung, wie wir auch in den letzten Videos verwendet haben. Da habe ich einfach noch einen großen Shaker über, unsere etwas rötliche Vietnam-Erde, und die wird dann einfach hier drüber gestreuselt. Farbe ist jetzt in dem Fall sehr grünlich, ist jetzt mir aber egal. Wichtig ist bei mir einfach nur, ich will keine weißen Kanten mehr haben. Und ich sage gerade, ich will keine weißen Kanten mehr haben. Da muss ich wohl nochmal nacharbeiten. Ja, bevor wir nun mit der Begrünung das Ganze beenden, müssen wir natürlich erstmal unser Wasser gießen. Das macht eigentlich immer mehr Sinn, vorher das Wasser zu machen, weil durch Kapillarwirkung und so weiter zieht sich das Ganze immer so ein bisschen hoch und das ist immer ein bisschen unschön. Daher mache ich meistens immer das Wasser und dann die Begrünung. Begrünung, was heißt hier Begrünung? Wir müssen ja eigentlich nur den Grünstreifen drumherum so ein bisschen machen. Das werde ich mit einem Begraser machen tatsächlich. Und dann müssen wir natürlich unsere Reispflanzen integrieren. Ich werde gleich nochmal gucken, ob ich ein paar etwas größere Pflänzchen noch habe. Die können wir noch vorher natürlich integrieren. Ansonsten werden wir diese Reispflanzen auf dem Wasser dann quasi drapieren. Ich hoffe, dass das gut aussieht, weil ich habe jetzt natürlich keine Gräben quasi mehr oder weniger gemacht, sondern ich habe hier nur eine Wasserfläche gemacht.
und wir setzen das Gras dann einfach auf die Wasseroberfläche. Was werde ich an Wasser verwenden? Ich habe lange überlegt, machst du es mit einer Paste, weil wir haben ja hier nicht wirklich viel Fläche. Da passt ja vielleicht so, naja, so 1-2 Millimeter Wasser nur rein. Das heißt, ich habe mich jetzt doch für Epoxidharz entschieden. Ich habe hier noch so einen Rest, und zwar dieses Ultra Pur. Das ist ziemlich geil. Damit könnt ihr nämlich bis zu 10 cm tatsächlich in einem Stück gießen, ohne dass das irgendwie euch komplett zerschmilzt oder anfängt zu brennen oder sowas. Habe ich noch ein bisschen da. Das werde ich jetzt mal mit aufbrauchen. Ja, ganz normale Mischung, 2:1, aber ihr könnt natürlich auch unseren Wassereffekt nutzen. Andere Epoxidharze, Resine, Hauptsache klar. Und dann werde ich das einfärben mit dem Farbton Murky von Woodland Scenic. Ja, aber ich gucke jetzt erstmal nochmal, ob ich noch vielleicht etwas größere Pflänzchen finde. Wenn ja, dann basteln wir die vorher noch ein. Wenn nicht, dann seht ihr gleich das Wasser. So, ich habe tatsächlich noch Pflanzen gefunden, habe mich jetzt aber dagegen entschieden. Ja, wir haben hier diese China-Pflanzen. Allerdings, wir machen diese Reisfelder für 15 mm. Das heißt, da müssen wir tatsächlich einen Unterschied machen. Für 28 hätte ich mir die jetzt noch ein bisschen kleiner geschnitten und hätte die noch ein bisschen drapiert. Für 15 mm ist das echt hoch. Das heißt, diese Reispflanzen würden dann mannshoch sein. Das passt halt nicht. Von daher habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Für 28 mm könnt ihr das natürlich super verwenden. Aber da wir für 15 mm basteln, lassen wir das jetzt weg und machen direkt Wasser. Und da sind wir auch schon wieder fertig. Ihr habt es gesehen, schnell und einfach. Wie gesagt, ihr könnt das wieder ein bisschen natürlich variieren. Ne? Ich hatte es ja schon am Anfang des Videos gesagt, ihr müsst das nicht mit Epoxidharz machen. Das ist völliger Blödsinn, weil mir ist es hier auch tatsächlich ein bisschen schief gegangen. Das ist übergelaufen, es hat getropft. Okay, das ist jetzt in meinem Fall nicht so tragisch, weil ich kann hier auch Dreck machen. Aber wenn ihr das zu Hause vielleicht nachbastelt, würde ich euch da auf jeden Fall empfehlen, vielleicht eine Wasserpaste zu nehmen oder halt irgendein Stillwater. Das ist sicherlich eine saubere Sache als jetzt diese Epoxidharz-Geschichte, weil wir natürlich auch nur so einen minimalen Rand hatten. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, weil irgendwie, ja, vielleicht ist es durch die Kapillarwirkung, durch des Sandes passiert, dass sich quasi der Sand quasi hochgezogen hat und dann, ja, das kann sein, weil wir haben ja hier wirklich, bei dem Feld sieht man das sehr, sehr gut. Hier ist es auch übergelaufen, aber wir haben zum Beispiel hier auf dieser Seite so gut wie gar kein Wasser mehr drin. Und hier auf der anderen Seite ist es auch nicht über den Rand getreten. Also ja, es ist zwar über den Rand getreten, aber es war jetzt nicht so voll, dass es wirklich übergelaufen ist. Also das kann sein, dass das tatsächlich durch den Sand passiert ist.
Hier werde ich jetzt nochmal diese kleinen Pöpsel hier abschneiden. Das geht aber mit dem Messer relativ gut. Da braucht man nur Unterhaken und dann liegen die auch glatt auf der Oberfläche. Ja, vom Maßstab her, ich glaube, die sind immer noch zu riesig. Also 15 mm, also allein dieser Rand. Ne, wenn wir hier eine 15 mm Miniatur nebenstellen, Gott sei Dank haben wir natürlich auch noch Bases, die das Ganze ein bisschen erhöhen. Aber das ist natürlich jetzt hier schon, ist das ein richtiger Hügel. Das ist ja fast schon ein Deich. Das ist immer so eine kleine Sache, da muss man immer ein bisschen gucken, okay, aber noch dünner, ich kann es halt nicht noch dünner machen. Und das ist halt das Problem bei modularem Gelände. Hätte ich jetzt zum Beispiel das fest verbaut, dann hätte ich mir diese Fläche mehr oder weniger, hätte ich das runtergesetzt und dass wir ebenerdig wären. Dann hätte ich diese Wasserfläche quasi innen drinne gemacht und hätte das jetzt nicht aufbauen müssen. Jetzt haben wir hier wieder so ein aufgebocktes Geländeelement. Ich weiß, ich habe es in den letzten Kommentaren bei euch auch gelesen. Natürlich, das ist praktisch, ne? Das kann man auch machen. Aber es ist wirklich dieser Kompromiss zwischen, ja, es sieht halt nicht so geil aus, aber dafür ist es halt praktisch. Aber gut, jetzt ist es noch ein einziges Video, dann haben wir es auch endlich geschafft. Jetzt geht es noch darum, ein bisschen Scatter-Terrain zu basteln. Da werde ich mir jetzt direkt im Anschluss von diesem Video werde ich mir mal eine Kisten mit Grünzeug schnappen, werde mir ein paar, ja, MDF wollte ich gerade sagen, Plastikkartbasen schneiden, einfach nochmal ein paar größere, kleinere Geschichten. Wir werden ein kleines Dorf noch mit integrieren und wir werden natürlich noch einfach dichte Vegetation erstellen. Wir werden sicherlich mit ein paar Styrodurbrocken arbeiten, vielleicht machen wir noch ein paar Felsen rein und dann werden wir das so einigermaßen gestalten, wie wir das von den Geländeteilen schon haben. Also von dem Micha, die habe ich ja welche gekriegt. Da werden wir das versuchen so ein bisschen zu integrieren. Die Farbe werde ich wahrscheinlich nicht ganz hinbekommen, aber ich versuche das, dass wir das so ein bisschen irgendwie so ein bisschen anpassen können. Und dann sind wir endlich fertig mit dem Dschungelgelände und dann können wir diese ganze modulare Geschichte auch abschließen. Gott sei Dank, ich bin echt froh, weil ich will endlich wieder festbauen. Und ja, das war es zuerst mal zu diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich auf den Maßstab anpassen, beziehungsweise das Ding kann ich auch locker für 28 mm jetzt verwenden. Allein schon von dieser Base-Randhöhe. Das ist überhaupt kein Problem. Von den Gräsern an sich könnt ihr natürlich da noch ein bisschen größer werden. Auch von den Reisflächen könnt ihr natürlich dann auch noch ein bisschen größer werden. Aber das ist alles so, ja, liegt in eurer Hand. Könnt ihr natürlich frei entscheiden. Und von daher ist es jetzt nicht nur 15 mm, ich kann es auch locker für 28 nehmen. Klar, für 6 mm, da ist es wirklich zu riesig. Aber alles, was so 15 aufwärts, kann man diese Geländestücke super verwenden. Achso, eins noch, hier habe ich es nicht komplett durchgezogen, weil ich mir gesagt habe, okay, vielleicht ist das einfach auch abgeerntet und wir haben auf der anderen Seite halt noch ein paar Reihen, die noch geerntet werden müssen. Beziehungsweise mit einer Reisplantage habe ich mich noch nie so wirklich auseinandergesetzt. Wie wird eigentlich Reis geerntet? Naja, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dann wahrscheinlich mit dem letzten Teil des Dschungelgeländes. Und dann gibt es endlich wieder schöne Sachen. Yeah, ich freue mich. So, also bis zum nächsten Mal. Ich sage Dankeschön für euren Support. Bis bald und tschüss. Ach so, eins nicht vergessen. Heute ist Samstag. Übermorgen findet unsere große Weihnachtstombola statt. Also, falls ihr noch nichts von gehört habt, am Montag 20 Uhr geht es wieder in den Livestream. Wir haben wieder unsere Weihnachtstombola und dort haben wir, glaube ich, über 100 Preise für euch. Unsere Partner Fantasy Inn, Taschengelddieb und Radaddel ist mit am Start. Die haben auch nochmal einiges an Preise in den Lostopf geworfen, beziehungsweise in den Preispool geworfen. Und ja, wie gesagt, über 100 Preise. Wir werden 2 richtig, richtig geile Kings of War Armeen verlosen, beziehungsweise die werden wir allerdings versteigern im Livestream. Das heißt, die erste Armee wird wahrscheinlich von 20 bis 21 Uhr unter den Hammer kommen und die andere Armee dann von 21 bis 22 Uhr. Also, wer jetzt noch Lose kaufen will, alle Infos unten in der Videobeschreibung. Und da ist auch schon mal der Link zum Stream, den könnt ihr schon mal merken. Also Montag 20 Uhr live hier auf diesem Kanal. So, jetzt aber Tschüss.